Ja, ich begrüße jetzt hier zu unserem Interview den Helmut Wollmann. Er ist Koordinator des Netzwerkes Karte von Morgen. Herzlich willkommen, lieber Helmut. Sehr spontan hast du dich zu diesem Gespräch bereit gefunden. Und ich möchte gerne mit dir sprechen über den Grundgedanken der Karte von Morgen. Was ist denn deine Motivation, die Karte von Morgen voranzutreiben? Ja, vielen Dank für die Einladung, hier mitmachen zu dürfen bei der Online-Universität für Nachhaltigkeit. Das finde ich ein sehr spannendes Projekt. Meine Grundmotivation kam eigentlich von 3 verschiedenen Richtungen. Zum einen war ich selber Reisender in Südamerika und habe nachhaltige Projekte gesucht. Und das war damals 2010 sehr schwer zu finden, weil einfach die ganzen Datenbanken und Webseiten, die es gab, einfach überhaupt keine Karten hatten. Das zweite war, ich war Regionalführer, konsumkritischer Stadtführer in Berlin und musste dort eben Leute durch Berlin führen, und da ging es immer die Frage, okay, wo gibt es jetzt bessere Alternativen, als das, was wir aktuell haben? Und da war die Frage, okay, wie können wir das sichtbar machen für unsere Besucherinnen, die teilweise auch ganz woanders herkommen. Also es kamen Leute aus Jena nach Berlin und suchten dann Fairtrade-Laden, waren dann ganz begeistert, dass es da Unverpackt-Läden gab und Fairtrade-Läden und dachten dann, in ihrer Heimatstadt gibt es da gar nichts. Und das wollte ich eigentlich noch auch klar machen, wir brauchen was Deutschlandweites, damit sie eben auch bei sich zu Hause finden, was es da gibt. Weil alle denken erstmal, nee, bei mir gibt es sowas nicht, aber was ist alles für kleine Initiativen, in den kleinsten Dörfern gibt es unglaublich gute Bioläden. Und das dritte war Idee noch 3, der Verein, der jetzt auch die Karte trägt, der macht jedes Jahr eine Fahrradtour. Die Fahrradtour nennt sich Ideen erfahren, und man fährt sozusagen mit dem Fahrrad von Projekt zu Projekt, bitte, und besucht nachhaltige Pioniere, also wirklich Pioniere des Wandels, Unternehmerinnen und Initiativen. Ach, ich kann das nicht machen. Und genau, das ist so die ganze Idee. Und da war immer die Frage, ja, wie dokumentieren wir diese Tour? Wie machen wir das wichtig? Wie machen wir das sichtbar? Wie machen wir, dass die Leute merken, dass es wichtige Alternativen sind, die wir jetzt ergreifen müssen? Das war auch 2013, 14, wo wir uns die Gedanken gemacht haben. Und das war so eigentlich meine Motivation. Ich bin von Natur aus ein Connector. Ich war früher beim Pfadfinder. Ich liebe Karten über alles. Ich bin aber total gerne Menschen zusammen, ich vernetze gerne, und ich bin einfach begeistert, was es für eine Vielfalt gibt an alternativen Lösungsideen. Ja, und das wollte ich sichtbar machen. So. Ja, ihr seid ja jetzt mittlerweile schon richtig weit fortgeschritten mit der Karte von Morgen. Und wie erklärst du dir denn den Erfolg dieses Projekts? Gute Frage. Ja, es war natürlich jetzt es war jetzt nicht, dass wir da, dass es nicht so einfach war. Es gab auch, es ist jetzt schön, dass du so sagst, diesen Erfolg des Projektes. Es gab ja lange Zeit Leute, die gesagt haben, das wird nie funktionieren, aber es gibt es ja immer. Bei allen verrückten Ideen. Ich habe auch eine kleine Präsentation, die ich zeigen könnte, wo ich mit ein bisschen verdeutlichen könnte, was unser Konzept eigentlich ist. Ja. Weil wir eben spezielle Dinge gemacht haben, die wesentlich ich glaube, dazu beigetragen haben, dass es jetzt auch dementsprechend funktioniert hat. Müssen wir gucken, wo finde ich das Fenster? Hier. So, wenn ich das mal teilen kann. Also wir hatten jetzt zusammen eigentlich angefangen, wie das Netzwerk, was auch von Sophia Zeitmeier, das hieß damals Mother of Maps oder MMM14 hieß es am Anfang. Es ging um Mapping Alternatives. Es hatte ganz viele verschiedene Namen, aber es war ein Mapping Commons Projekt auf Basis von der OpenStreetMap. Und wir haben eben gesagt, okay, wir brauchen, das ist alles zu zentral, wie das damals gedacht war. Damals, die hatten gedacht, die können sich einigen mit ganz vielen Akteuren auf eine Karte, auf eine Taxonomie, auf eine Kategorisierung, und alle lernen das und alle kartieren damit. Und das hatten wir 2012 schon mal ausprobiert und sind da grandios gescheitert. Und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Karte, die wirklich jeder so nutzen kann, wie er will, mehr oder weniger. Und deswegen habe ich jetzt diese Präsentation Paderborn von morgen. Sozusagen von morgen an sich ein ziemlich neutraler Seite, der kann adaptiert der Bewegung. Also Gemeinwohlökonomie-Initiativen, Bund-Jugendinitiativen, Greenpeace-Jugend, ganz viele verschiedenste Vereine gründen Lokalgruppen
und da machen dann ihr Projekt, also zum Beispiel Paderborn von morgen und können das eben mit dem von morgen immer ganz gut machen. Es kann auch Lastenfahrräder von morgen sein, es kann Stadtgärten von morgen etc. pp. Also es ist ganz offen und es erlaubt eben ganz vielen Menschen die Karte so zu nutzen, wie sie brauchen. Und wir moderieren eigentlich nur dieses Netzwerk und bringen die ein bisschen zusammen. Und da haben wir eben jetzt ja, Lörrach, Neukölln, Marburg, Darmstadt, Hamburg. Es gibt inzwischen 34 Städte, die sich dem angeschlossen haben und die da lokal ihre Karten herausbringen. Und die nutzen eben ihre Hashtags. Und das ist eben dieser besondere Punkt. Wir haben das Konzept von Twitter auf die Karte gebracht. Wir haben standardmäßig erstmal keine Kategorien, sondern eben nur Stichworte. Und dann kann jeder so nutzen, wie er das für sinnvoll hält. Und wir fangen inzwischen an, diese Stichworte im Hintergrund auszulesen, zu analysieren und daraus Kategorien zu bilden. Aber die Kategorien kommen also sozusagen am Ende. Und da kann es wieder sein, dass es gibt verschiedene Kategorien. Der eine kann eine Karte haben, da gibt es die Kategorie Umsonstläden, beim anderen gibt es nur die Kategorie Sharing und Umsonstläden sind dann Punkt Lebensmittel verortet oder so. Das kann dann auch wieder jeder für sich selbst machen. Und deswegen haben wir eben Regionalpilotinnen und Themenpilotinnen. Das ist sozusagen hier der zweite Punkt, das sind sozusagen die sich um die Themen Gedanken machen. Also genau, die Regionalpiloten, die haben eben eine Stadt im Blick wie Lörrach und die Themenpiloten kümmern sich um ein Hashtag wie zum Beispiel Upcycle. Und das hat es halt ermöglicht, dass jetzt zum Beispiel das Refill-Netzwerk Teil geworden ist der Karte von morgen. Die haben 5000 Trinkwasserstationen deutschlandweit. Das heißt, das sind Unternehmen, die kostenlos Trinkwasser verschenken an alle Menschen, die eine Flasche mitbringen. Und ich habe den Namen gerade nicht verstanden akustisch. Wie heißt das Netzwerk? Refill. Auffüllen. Ja, okay. Genau. Okay. Genau. Man denkt da an Druckerpatronen, aber es geht tatsächlich nur um Wasser. Wasser. Genau. Ne, und die konnten jetzt praktisch direkt die Karte von morgen nehmen, haben ihren Hashtag Refill, dazu noch den Hashtag Trinkwasser und Wasserbrunnen oder wie auch immer und konnten über diesen Hashtag filtern, haben die Karte von morgen danach gefiltert und per Iframe eben auf ihre eigene Webseite eingebettet. Und es hat ihnen nichts gekostet. Also sie unterstützen das Projekt durchaus und versuchen jetzt auch Fördergelder zu beantragen, aber an sich die ganze Sache war kostenlos. Das hat uns auch nichts gekostet, das konnten wir direkt machen. Und das war eben das Entscheidende, dass wir gesagt haben, es muss einfach sein, simpel sein, kostenlos sein, gerade für die Leute engagiert sind, das sind unsere wesentlichen Stakeholder und für die brauchen wir es. Und sobald wir eben das hatten, dieses Hashtag-System war ziemlich schnell klar, wir haben ein Problem. Und zwar sind jetzt auf der Karte ganz viele Starbucks-Läden drauf, weil Starbucks, dumm, dass wir es jetzt hier auch erwähnen müssen, aber aus Greenwashing-Gründen eben bei Refill macht, dass wir vermeiden Plastikmüll, indem wir Trinkwasser schenken. Und deswegen sind es auf unserer Karte leider ganz viele Starbucks. Und das stört natürlich ganz viele Nutzer. Allein schon Demeterhöfe, also ein Landwirtschaftskonzept, was 100% auf Kreislauf setzt und versucht, alles im Einklang mit der Natur, den Tieren und den Menschen zu gestalten, stößt bei vielen Nachhaltigkeitsaktivisten auf Abneigung, gerade bei Veganern, weil es einfach mit Tieren funktioniert. Und da werden wir doch nie einig. Und daran sind eigentlich bisher alle vorigen Finanzierungsprojekte unterbrochen, weil sie ab einer bestimmten Größe die Vielfalt der Überzeugungen nicht mehr handeln konnten, nicht mehr verhandeln konnten. Und dazu haben wir eben die Positivfaktoren entwickelt. Wir haben uns sozusagen gefragt, okay, was ist eigentlich nachhaltig? Und also die Kriterien. Ja Weltwunder, kann man sagen. Ja. Genau, die Kriterien. Okay. Und da haben wir eben geguckt, okay, die SDGs sind ein Weltwunder, dass sich die Welt auf diese Ziele geeinigt hat. Also können wir das eigentlich als Richtschnur nehmen. Da haben wir noch beobachtet, okay, was passiert eigentlich innerhalb von Unternehmen? Also was gibt es da mit For You, Teal Organizations, Reinventing Organizations, selbstgeführte Unternehmen auf Augenhöhe, partizipative Unternehmen etc. pp. Und haben daraus eben unsere Positivfaktoren entwickelt. Die Positivfaktoren, das sind jetzt eben 6 Kategorien, die wir entwickelt haben, auch ganz stark in Kooperation mit der Gemeinwohlökonomie. Die Gemeinwohlökonomie, die hat ja diese Bilanz erstellt. Ich nehme an, du kannst es sehen, hier auf der rechten Seite mit verschiedenen Faktoren. Früher waren es 5 Spalten, jetzt glücklicherweise nur noch 4. Wir haben das einfach umstrukturiert, inhaltlich eigentlich gleich gelassen, nur umstrukturiert, dass es
anhand der 3 Säulen der Nachhaltigkeit funktioniert, also mit Umwelt, Soziales und Wirtschaft, was wir genannt haben, mit Welt, mit Menschen und miteinander, um einfach dieses Gemeinschaftliche dabei herauszustellen. Und da kann jetzt jeder Aspekte hinzufügen und sagen, okay, ich finde Starbucks doof, weil die zahlen keine Steuern der EU. Und ich gebe die Quelle an, ZDF, Dokumentation, alles belegt. Und so kann praktisch jeder Nutzer zu jedem Unternehmen Aspekte hinzufügen, die positiv sind, die wollen wir eigentlich sammeln, aber genauso eben Dinge, die negativ sind, und alle Dinge, die dann negativ bewertet sind, erscheinen praktisch nicht mehr in den Suchergebnissen. Also wenn man ganz genau auf dem Spot ist und danach sucht, wird man sie finden, aber in erster Linie werden die Dinge angezeigt, die nachhaltig sind. Und im Internet geht es immer um Sichtbarkeit. Wenn man rumfragt, wer hat schon mal auf der zweiten Seite von Google ein Ergebnis angeklickt, dann war das vielleicht schon 3 Monate her. Also die Leute gucken auf die erste Seite, die ersten Ergebnisse, und da tun wir eben die Dinge hinstellen, nicht die am meisten Werbebudget haben, sondern die am Nachrichten wirtschaften. Und das hat eben eine große Kooperation ermöglicht, also diese regionale Aufsplittung, dass wir nicht gesagt haben, wir kartieren ganz Deutschland, sondern wir haben lokale Partner, die existieren, und denen überlassen sie ihren Design, ihr Branding, ihre Projekte und diese Themen. Und die überschneiden sich, und so ist eigentlich jeder Ort irgendwann, wenn wir in jeder Region einen Regionalpiloten haben und zu jedem Thema einen Themenpiloten, wird jeder Eintrag mindestens von 2 Leuten kontrolliert. Und das ist eben das Wikipedia-System. Jeder kann es bearbeiten, aber es gibt ganz viele Leute, die drauf schauen, und dadurch, dass die 90% der Menschen, die drauf schauen, gute Absichten haben, funktionieren solche Systeme immer am besten. Gut, also ich nehme jetzt mal so mit, weil ich habe selber, hatte ich dir ja kurz gesagt, an einer Kartierung auch mal mitgearbeitet, und ich denke, da war es nicht so einfach möglich, dass man zum Beispiel einfach ins Internet geht und selber was reinträgt, sondern da waren immer Zwischenschritte erforderlich. Man musste erst mit einer Gruppe Kontakt aufnehmen und so weiter und so fort. Ne? Und ja, das grauenvoll. auch, ja. Bitte? Grauenvoll, ja. Genau, das war aber auch schon 10 Jahre her. Ja. Mittlerweile sind die technischen Aspekte vielleicht auch einfacher geworden, aber ich glaube, es geht immer nur zum Teil um Technik. Es geht natürlich auch grundsätzlich um diese Haltung der Offenheit, oder? Ja, es ist natürlich ist klar, es ist eine Haltungsfrage, es ist eine Überzeugungsfrage. Es ist, ja, also am Anfang eben genau das war der Punkt, der am Anfang viele abgeschreckt hat, die gesagt haben, nee, das wird ja nie funktionieren, das wird sofort Missbrauch haben. Man muss auch bedenken, wir haben alles bisher wirklich selbst finanziert durch Spenden, durch Kleinstanträge, aber auch viel durch ehrenamtliche Arbeit. Würde jetzt wirklich mal mit bösen Absichten unsere Plattform zuspammen wollen, hätten wir auch erstmal ein Riesenproblem. Also es ist viel, was wir da ins Risiko gehen. Jetzt haben wir zum Glück eine Förderung bekommen und werden das jetzt demnächst auch sicher machen, aber es funktioniert einfach, weil die Menschen einfach funktionieren, weil die Menschen einfach guter Dinge sind, und davon muss man die Leute einfach überzeugen. Aber das Tolle war, dass die Plattformen, die vorher bestanden haben, die meisten von uns eigentlich sehr wohlgesonnen mit uns kooperiert haben, die uns auch echt erzählt haben, ganz offen, was ihre Probleme sind, und sich eigentlich auch durchaus gefreut haben, dass wir da versuchen, mal andere Wege auszuprobieren. Und es hat auch ganz gut geklappt. Also mit der Open Green Map aus New York haben wir sehr gute Kontakte und arbeiten zusammen mit der Blue Pingo aus Nürnberg, ist eines der erfolgreichsten Kartierungsprojekte in Deutschland schon seit 20 Jahren. Die steigen jetzt immer auf Karte von morgen und so. Also das ist eine ganz gute Kooperation, die jetzt daraus auch entstanden ist. Ihr schafft das auch, diese ganz unterschiedlichen kleinen Projekte, die es vielleicht schon im Vorfeld gab, dann mit ins Boot zu holen, ja? Ja, wir versuchen es bestmöglich, klar. Und viele sind auch, also bei denen, die es vorher gab, vor uns, bei denen ist es auch sehr leicht, sage ich mal, beziehungsweise die lassen sich schnell begeistern, weil Plattformen in der Regel ja nach 5 Jahren schon veraltet sind. Also eine Software muss man nicht alle 5 Jahre eigentlich neu entwickeln, damit die gut funktioniert. Ja. Und größere Probleme sind die gleichzeitig wie wir gestartet sind. Das sind eigentlich so die natürlich auch andere Aspekte haben, die auch neue Wege gehen, auch sehr gute Konzepte haben, zum Teil auch teilweise fachlich sehr gut sind in bestimmten Aspekten. Und das ist eine sehr spannende Frage, wie man da auf so einem solidarischen Feld, weil es uns ja auch darum geht, um solidarisches gemeinschaftliches Wirtschaften, mit in dem Sinne Mitbewerber umzugehen. Ne, und das ist sozusagen, da versuchen wir wirklich offen zu sein, offen zu legen, was sind unsere Strategien, auch mit wem kooperieren wir, von wem kriegen wir Gelder und warum kriegen wir sie.
um da auch wirklich einen inhaltlichen, sage ich mal, Wettbewerb oder eine Innovationsfreude zuzulassen, weil ich glaube, dass jetzt unser Projekt wirklich so gut funktioniert hat. Ich habe immer dran geglaubt, aber nicht viele. Also man kann sozusagen durch Mehrheitsentscheidungen oder so nicht herausfinden, was ist das Beste und worauf einigen wir uns alle. Ja, das heißt, ihr habt gar nicht so viel Zeit damit verbracht, jetzt intern, sage ich mal, von den Planerinnen und Planern, euch über Definitionen zu unterhalten, euch über Kriterien zu unterhalten, wer gehört denn da jetzt dazu und wer gehört da nicht dazu. Das spielt für euch gar nicht so eine Rolle. Na doch, wir haben von 2012 bis 2014 praktisch nur darüber diskutiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können das sparen. Wir kommen nicht weiter. Und das war eigentlich so auch mit, also wir haben auch diese Entwicklung einfach mit, also ich hatte vorher noch nie ein digitales Projekt gemacht, ich habe mir auch nie zugetraut, sowas zu machen. Ich bin Bildungsreferent, ich bin Ingenieur, ich hätte erneuerbare Energien und so und hatte eigentlich dann irgendwann nur im Internet die Idee beschrieben, wie man das vielleicht grundsätzlich angehen müsste und dann hat sich Florian Jostock, ein einfacher Programmierer, der damals für die Bild-Zeitung programmiert hat und gesagt hat, ey, ich mache so viel Blödsinn einen ganzen Tag lang, ich will irgendwas Sinnvolles machen und ich habe die Idee gelesen, ich finde es gut und dann haben wir eigentlich so zusammengeguckt, okay, habe ich ganz viel gelernt, ich hatte ganz andere, ich habe gedacht 2.000 Euro und dann ist eine Plattform fertig, inzwischen haben wir, keine Ahnung, 60.000 investiert und lang nicht fertig. Genau, das ist also viel mehr als man denkt. Ja, aber die Idee, dass man wirklich so offen davor gehen kann, kam dann eigentlich erst im Laufe der Entwicklung. Und wie haltet ihr die Karte so aktuell? Also wie kommt ihr mit der Schnelllebigkeit der Daten und Projekte und ja, überhaupt des Lebens in diesen Zusammenhängen? Wie kommt ihr damit klar? Ja, das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie Wikipedia. Also die Karte, die wir erstellen oder die Akteure bei uns erstellen, gehört ihnen nicht, sondern die gehört den Nutzern. Und das ist sozusagen der wesentliche Unterschied, das zu definieren und zu sagen, der Laden, der eingetragen ist, der Besitzer des Ladens ist nicht Eigentümer des Eintrags auf der Karte, sondern der Eintrag auf der Karte gehört den Menschen, die die Karte brauchen. Und das können manchmal Aktivisten sein, die Karte rausgeben, das kann ein Nutzer sein, das kann jeder sein und deswegen kann jeder die Karte bearbeiten. Und das ist eigentlich der ganze Trick, weil wenn du jetzt irgendwo einkaufen gehst und merkst, die Öffnungszeiten stimmen nicht, wenn es einfach ist, warum sollst du es nicht verbessern? Damit das freut sich der Nächste. Und das ist für dich ein kleiner Handgriff, hat auch Spaß gemacht. Genau. Also das ist eigentlich die ganze Idee. Keine Einlogghürden, keine Kontrollhürden, auch alles, was verändert wird, muss sofort sichtbar sein, dass der Nutzer frustriert oder verunsichert. Ja, und eben, auch wenn GLS Bank zum Beispiel, die wollten eigentlich die Rechte, die Exklusivrechte an ihren Einträgen haben, dass nur sie die verarbeiten können, was natürlich aus deren Perspektive Sinn macht, weil sie Angst haben, irgendwer schreibt da Blödsinn rein. Und da haben wir gesagt, ihr könnt, also was wir eben haben, wir haben ein Abonniersystem, die GLS Bank kann ihren Eintrag abonnieren und bekommt dann Updates, sobald sie das ändert, aber sie kann denjenigen, der es ändert, nicht daran hindern, was zu ändern. Aber sie kann natürlich schnell eingreifen und es wieder zurückändern, wenn sie möchte. Aber dadurch ist halt sichergestellt, dass nie irgendwelche Datenleichen rumliegen, die keiner bearbeiten kann und die alle nur stören. Das heißt, die GLS Bank wäre dann jetzt in diesem Themenfeld Banken, Finanzen drin und dafür gibt es auch wiederum eine Ansprechperson bei euch? Genau, das ist das Institut für Social Banking, die sozusagen jetzt unsere Ansprechpartner da gerade werden und aber nicht dabei sind, eigentlich so alles zu kartieren. Also aktuell ist unser anderer Ansprechpartner der Pressesprecher von der GLS Bank, aber da wird eben ein richtiges Bankennetzwerk auch entstehen. Beziehungsweise es gibt auch ein Bildungsnetzwerk, was sehr viel Bildungsarbeit macht zu alternativen Wirtschaften und auch die gucken auf diese Bankeneinträge drauf. Ja, also das heißt, letztendlich ist es ja die Gegenseitigkeit, von der das natürlich dann auch lebt. Kannst du denn irgendwie mal sagen, was so ein besonderes Highlight war in diesem ganzen Projekt? Ein Highlight, also Highlights gab es viele auf dem Weg dahin. Wie gesagt, ich treffe mich sehr gerne mit Menschen. Ich finde es unglaublich begeisternswert, wer uns da alles jetzt begegnet ist, auf dem Weg die ganze Wandelbewegung zu kartieren. Ein Highlight jetzt war wirklich der Hackathon in Linz. Da waren wir mit 20 Programmierern, Softwareentwicklern, UX-Designern, Strategen
Und der WeChange-Genossenschaft aus Berlin sind wir mit 20 Leuten nach Minsk gefahren mit dem Bus über 2 Tage. Und da, also in der Nähe von Minsk, 2 Stunden weg, wunderschöne Pampa, wirklich nichts los, ein wunderschöner Fluss. Dann mit anderen 20 Softwareentwicklern aus Weißrussland zusammen kartiert, nicht kartiert, also eigentlich programmiert richtig, das war ein Hackathon. Das war auch persönlich für mich der erste Hackathon, der wirklich so über eine ganze Woche ging. Aber es war super, super schön. Da sitzt jeder da vor seinem Laptop, aber alle arbeiten an der gleichen Sache. Und immer am Abend stellt man sich vor, was man so erreicht hat. Also das war toll. Aber es gibt auch andere Fälle, zum Beispiel jetzt Heiko aus Dresden hat einfach angefangen zu programmieren über Nacht und hat mehr oder weniger über Nacht das Glossar des Wandels erstellt. Das ist sozusagen eine Plattform, die komplett auf der Karte von morgen aufbaut. Unsere Karte ist ja Open Source. Jeder kann sich den Code kopieren und jeder kann ihn nutzen. Und da gibt es eben echt so eine Szene, die da auch sehr begeistert von ist. Und der hat über Nacht mehr oder weniger aber den Code genommen, hat dann ein wunderschönes Glossar drumherum programmiert, wo man jetzt eine Übersicht hat über alle Begriffe, auch eine Übersicht hat, wie viele Einträge gibt es auf der Karte, wie oft wurde welcher Hashtag verwendet. Und man kann eben alles finden und übersichtlich sehen. Und das ist auch so ein tolles Erlebnis zu sehen, hey, Open Source funktioniert. Super netter Typ, viele Menschen, die es jetzt nutzen, ein ganzes Wandelbündnis, was jetzt darum herum entstanden ist. Und da kann ich jetzt gar nicht sagen, dass es ein einzelnes Highlight ist, was mich jetzt da an dem ganzen Projekt begeistert, aber eigentlich zu sehen, wie so eine Veränderung in der Gesellschaft entsteht, wie da Dinge zusammenwachsen, jetzt auch durch Fridays for Future. Ja, es ist toll, da mitmachen zu dürfen. Ja, mir geht es so durch den Kopf, also wie hoch ist da der Anteil wirklich an der Technik an sich, ja, oder auch der Zeitgemäßheit dieses Ansatzes, weil er eigentlich Leute international ja auch zusammenbringt im schnellsten digitalen Tempo, was wir haben, ne? Also ohne irgendwelche zwischengeschalteten Organisationen, die dann wiederum irgendwelche Rechte auf die Dinge haben, weil das ist ja sonst immer das Problem, ne? Also mit die Urheberrechte sind das Problem, in den Social Media ja auch die Frage der Kontrolle, aber so wie du das beschreibst, wird es ja alles sozusagen vom Schwarm selber geregelt und läuft ja auch stabil. Also insgesamt seit wie vielen Jahren jetzt genau? Ja, seit 2015 läuft die aktuelle Version, ja. Naja, das sind schon 4 Jahre. Ja, ja, es läuft schon stabil. Es ist tatsächlich durch die Datenoffenheit und durch die Softwareoffenheit, glaube ich, dass die Karte von morgen nicht mehr aufhört. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie hier sterben werde oder irgendwie Ende ist bei mir, oder bei unseren Softwareentwicklern, das ganze Prozess im Internet ist von so vielen Leuten gebraucht. Die Daten können von Software-Experten gezogen werden. Klar, da gibt es zum Beispiel E-Mail-Adressen, kann man nicht einfach ziehen, aber da würden wir auch wahrscheinlich noch eine Übergabe machen können, sage ich mal. Aber ich glaube auch, das wird wahrscheinlich jetzt immer weitergehen, wobei auch die Leute aus Weißrussland zum Beispiel, die können jetzt auch schon die ganze Datenbank abgreifen. Das würde auf jeden Fall funktionieren. Trotzdem muss man auch sagen, ist jetzt das Projekt noch nicht so, dass ich voll von leben kann. Also ich lebe in erster Linie von Bildungsarbeit. Ideen hoch 3 macht in erster Linie noch die Fahrradtouren Ideen erfahren. Sarah, warte mal, bitte stört ein bisschen. Sarah. Und es ist also genau, es ist noch nicht so richtig, die Finanzierung ist immer noch eine große Herausforderung von dem ganzen Projekt. Und wenn wir da irgendwie weiterkommen würden. Wir haben jetzt eben zum Glück eine 15.000 Euro Förderung noch bekommen dieses Jahr von verschiedenen Spendenstiftungen und besonders auch der Landes- und Bundesregierung. Und wenn das so weitergeht, kann sich das irgendwann auch selbst finanziell tragen. Ansonsten ist es schon ein sehr auch gemächliches Tempo, wie das jetzt vorangeht. Also den aktuellen Prototypen, wir nennen ihn immer noch Prototyp, den wollten wir schon in 2016 fertig haben. Und er ist bis jetzt noch nicht ganz fertig, weil dann zwischendrin Bugs auftreten, aber dann zwischendrin auch plötzlich ganz andere Funktionen relevant werden. Wir haben auch einen agilen Entwicklungsansatz, das heißt, wir machen keine, ich habe 2014 noch 20, 30 Seiten Konzepte geschrieben. Ich schreibe ja teilweise auch noch Anträge für die EU und so, wo ich auch dann 20, 30 Seiten Konzept schreibe, aber das bringt alles überhaupt nichts. Entscheidend ist der kleine Schritt, der nächste, der kommt.
Und das, genau, diesen agilen Approach, den habe ich da auch im Rahmen des Projektes gelernt, aber der funktioniert eben auch am besten. Dann kommt jemand und sagt, ich brauche unbedingt jetzt diese Funktion, ich brauche unbedingt eine App, und dann findet man jemand, der kann halt gerade die App machen, obwohl es eigentlich Prio 10 war, und dann plötzlich die App fertig war, und wer kam und konnte. Aber durch diese Langsamkeit, durch diese Ruhe, die dadurch hat, nimmt man eben auch jeden mit, und das ist auch ein Vorteil. Kommerzielle Unternehmen haben das Problem, sage ich mal, ein bisschen, dass sie halt ganz klar Marktanalysen machen, aber dann auch wirtschaftlich arbeiten müssen, und dann stört eigentlich Community nur noch. Und bei uns war das nie der Fall. Die Leute, die Community, die es gemocht haben, den Spaß gemacht, hat mitgemacht, und die waren auch auf den Konferenzen unterwegs, und dadurch eine sehr große Vernetzung rund um dieses Projekt herum entstanden. Also von dem her würde ich sagen, Technik an sich, an der scheitert und hängt irgendwie am Ende, und natürlich muss die Plattform flüssig funktionieren. Da haben wir auch noch ganz viel zu machen, dass die noch funktioniert. Auf dem Smartphone zum Beispiel haben wir gerade einen Bug, dass man keine Einträge eintragen kann. Aber ausschlaggebend, denke ich mal, war die Bildungsarbeit, oder ist die Bildungsarbeit an Schulen, sind die Fahrradtouren, Ideen erfahren, die wir machen, und sind die ganzen Konferenzen, das Wandelbündnis, die rund um das Projekt herum entstanden sind oder bei denen wir beteiligt sind. Ich glaube, die sind eigentlich, die dieses Projekt voranbringen. Ja, vielen Dank, lieber Helmut. Das war die Karte von morgen, und alle können ja gleich mal draufgehen und vielleicht sogar selbst was eintragen oder Regionalpilotin oder Themenpilotin werden. Das geht ja auch recht einfach. Genau, das geht auch recht einfach. Man kann einfach loslegen zu kartieren und dann sich bei uns melden. Ich freue mich echt, wenn man sich bei mir meldet, dann kommt auch ein Verteiler, und ich kann euch auch informieren über neue Funktionen etc. Aber wie gesagt, man kann auch einfach loslegen und es einfach machen. Super, vielen Dank.